In diesem Video wollen wir darüber sprechen, ob dein Kurs zusätzliche Materialien benötigt. Ja, bei Online-Kursen ist das so eine Sache, ne? Was gibt man jetzt seinen Teilnehmern? Was gibt man ihnen nicht? Wann verwirrt man sie nur? Wann hilft man ihnen weiter? Weil man kriegt ja erstmal kein Feedback. Deswegen ist das gar nicht so einfach zu entscheiden, hier braucht man Materialien und da nicht, ne? Das ist sehr viel einfacher, wenn du in der Schule unterrichtest oder in einem Kurs unterrichtest, weil da kriegst du direktes Feedback von deinen Teilnehmern und du weißt, ach, das haben sie noch nicht so ganz verstanden, da muss man vielleicht noch mal eingreifen oder vielleicht in der nächsten Stunde ein Handout rausgeben oder zusätzliche Materialien ausgeben. Im Online-Kurs ist es natürlich so, dass du das vorab planen musst und vorab auch entscheiden musst, ob du zusätzliche Materialien brauchst. Und ich gehe jetzt einmal mit dir an den Rechner und zeige dir, wie andere das so handhaben und dann gebe ich dir auch später noch eine Empfehlung dazu. Gut, also hier bin ich jetzt einmal auf Udemy, der Digital Products Masterclass Start Your Own Online Business. Und warum ich dir das zeige, ich habe mir den Kurs mal gekauft, weil ich fand ihn sehr interessant und ich finde auch immer, dass die beiden das zusammen richtig gut machen. Deswegen fand ich den Kurs toll und habe mir den mal gekauft. This course includes 20,5 Stunden Video. Das sind 199 Lektionen. Bitte nicht denken, dass du jetzt 199 Lektionen aufnehmen musst. Ne? Die sind zu zweit, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Also nein, das brauchst du nicht und du brauchst auch keinen 20-Stunden-Kurs. Aber für den Kunden, für den zukünftigen Teilnehmer, klingt das natürlich erstmal enorm wertvoll. Ne? 20 Stunden Lehre, ja, für 12 Euro, super, kaufe ich. Ne? Ich bekomme auch noch 20 Artikel, eine Downloadable Resource, also wahrscheinlich ein E-Book. Dann habe ich Lifetime Access, das heißt, ich kann mir Zeit lassen. Aber gut, was auch immer, Assignments sind noch interessant. Also ich kann immer mein Gelerntes überprüfen, nachdem ich eine Lektion abgeschlossen habe. Und am Ende bekomme ich noch ein Zertifikat. Ja, also warum ist das jetzt wertvoll? Ne? Also es fühlt sich doch ganz anders an. Also erst einmal fühlt es sich anders an, wenn ich am Ende belohnt werde und ein Zertifikat bekomme, dass ich das Ganze bestanden habe, ne? Dass ich daran teilgenommen habe. Das fühlt sich doch schon gut an. Ne? Und wenn ich mir das Zertifikat zu Hause an die Wand klebe, ist völlig egal, weil meine Mappe liegt, ist egal. Ich habe aber auf jeden Fall ein Zertifikat, ich habe einen Beweis darüber, dass ich an so einem Kurs teilgenommen habe, dass ich ihn durchlaufen habe und vor allen Dingen ja im weitesten Sinne bestanden habe. Ja. Ich mache das natürlich für mich, aber es ist schon nicht schlecht zu wissen, ich habe das gelernt. Ne? Oder wenn ich mich irgendwo bewerbe oder wenn ich jemandem was zeige, über meine Expertise erzähle, dann ist es immer ganz nett zu sagen oder zu zeigen, ich habe das geschafft, ich habe das und das erledigt. Ja, das macht schon was her. Ne? Und wenn man nur in einen VHS-Kurs geht, am Ende gibt es ein Zertifikat darüber. Nett, ne? Eine Teilnahmebescheinigung, wie auch immer. Ja, also deswegen ist das schon mal nicht ganz unwichtig. Ne? Abgesehen davon, auch die Artikel gefallen mir, weil die kann ich notfalls ausdrucken, also habe ich was in der Hand und ich bekomme noch etwas zum Download. Wenn das ein E-Book ist, in dem alles steht, was in dem Kurs unterrichtet wurde, noch besser. Ja, also dann kann ich mir die ganzen Materialien einmal ausdrucken und kann das nochmal durcharbeiten. Schön ist immer, wenn ich das Ganze dann noch mit Fragen, Ideen, ja, mit all solchen Sachen gespickt ist. Ne? Jetzt fragst du dich vielleicht, oh mein Gott, jetzt muss ich nicht nur Videos aufnehmen, ich muss auch noch ein Handout erstellen. Nein, du musst gar nichts. Du musst auch kein Quiz anlegen, ja, das kann man nämlich auch noch machen. Ich zeige dir das noch in der anderen School. Aber es ist nett. Dieses interaktive Element, was du da mit deinem Kurs gibst, ist ein gutes Element. Ne? Man fordert den anderen auf, teilzunehmen, mitzumachen und etwas zu schaffen, nicht nur zu konsumieren. Weil man kommt natürlich in dieses Problem, wenn man sich hinsetzt und man lässt sich von Video berieseln, das ist ganz nett, man sitzt, ne, trinkt seinen Kaffee, lässt sich von Video berieseln, hört zu, es klingt auch interessant und ja, dann hat man es vielleicht schon wieder vergessen. Ne? Und wenn man den Teilnehmenden aber immer wieder dazu auffordert, mitzumachen, ne? So wie in dieser 28-Tage-Challenge, du bist immer wieder aufgefordert, mitzumachen. Ja? Und nicht zu vergessen, wenn du auf meine Webseite gehst, den Link findest du in der Infobox, dann kannst du dich für den Kurs
völlig kostenlos anmelden und bekommst auch alle Materialien dazu, was ich immer ganz hilfreich finde. Ja, also solltest du jetzt Materialien anbieten oder eben nicht? Meine Empfehlung, ja. Wenn du ein Quiz anbieten kannst, tu es. Wenn du zusätzliche Materialien oder Trainingsmaterialien anbieten kannst, tu es. Ja, also wann immer das geht, mach das ruhig. Ja, es dauert noch länger, den Kurs zu erstellen. Und ja, das ist kein unerheblicher Aufwand, aber es ist ein Aufwand, der sich lohnt. Wie gesagt, dein Teilnehmer hat etwas in der Hand. Er lädt es sich runter und er geht hinterher hin und druckt es sich aus. Dementsprechend kann er sich in einer Mappe abheften, kann das Ganze nochmal durcharbeiten. Vielleicht kommt er auch später nochmal auf deinen Kurs zurück und guckt sich das an. Also es ist keine verlorene Liebesmühe, im Gegenteil. Es ist immer ganz gut, wenn man hinterher noch etwas hat. Ja? Deswegen finde ich es gut, diese Ressourcen anzubieten. Ja, wenn ich jetzt mal einmal hier auf meine Webseite gehe, da habe ich einen Kurs, der heißt richtig präsentieren und der besteht aus 4 Modulen, hat 59 Videos und 18 PDFs. Ja, die 18 PDFs klingt ja erstmal gruselig viel, ne? Aber das Schöne daran ist, dass wirklich diese PDFs das alles nochmal ja, zusammenfassen, ne? Wenn man sich das angeschaut hat und man will ja letztendlich besser präsentieren können, besser vor der Kamera dastehen, besser dastehen, wenn man etwas frei präsentieren muss, vielleicht in der Schule, vielleicht irgendwie im Studium. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, einfach zu referieren zu müssen oder du wirst als Experte für deinen Kurs wahrgenommen und wirst aufgefordert, einmal auf die Bühne zu kommen und wirklich eine Präsentation zu halten, ja, dann werden diese Fähigkeiten für dich Gold wert sein. Und dann ist es vielleicht gut, wenn du vor der Präsentation noch einmal daran blättern kannst, was du da gelernt hast, ne? Um dir das nochmal in Erinnerung zu rufen. Also Ressourcen sind immer ganz wichtig, wenn man sich etwas nochmal in Erinnerung rufen möchte. Deswegen keine schlechte Idee, einfach sich deinem Kurs Ressourcen hinzuzufügen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allen Dingen auch geholfen und ich konnte dich ja ein bisschen dazu überreden, vielleicht auch erst später noch Ressourcen hinzuzufügen. Aber wenn dem so ist, ist es eine gute Entscheidung. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!